Wir sind Svenja und Basti und gemeinsam mit unserer Hündin Pepper reisen wir in unserem Campervan Groot seit 2,5 Jahren entlang der Panamericana. Unsere Reise kommt nun so langsam zum Ende. Zeit bleibt uns aber nicht viel, um das Ende wirklich zu realisieren. Denn eine lange To-Do-Liste wartet auf uns, die wir bei brütender Hitze erledigen müssen. Es ist Chaos, es ist heiß und es gibt kein Pardon. Selbst für erfahrene Overlander wie uns wird das eine echte Herausforderung. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten schon einen relativ produktiven frühen Morgen und trinken jetzt gerade noch unseren Kaffee und Chai. Machen uns morgens gerade immer nur so ein schnelles Müsli. Und dann geht's auch schon wieder los. Heute soll es richtig heiß werden. Richtig heiß. Das wird was. Und erstmal müssen wir in die Stadt. Das hat doch gut geklappt. Ehrlich? Ja, die Frau von mir hat richtig viel Geld abgegeben. Abgegeben? Ja gut. Also war liquide. Es ist nur nicht mehr... ganz am Anfang der Inflation gab es nur Tausenderscheine, deswegen hatte man immer so Riesenbündel. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es 10.000er-Scheine, deswegen sieht das Ganze mittlerweile nur noch so aus. Boring. Nee, eigentlich gut so. Gut, dass wir es haben. Ja, sehr gut. Sehr gut geklappt. Wir befinden uns in Bahía Blanca, einer Kleinstadt entlang der argentinischen Atlantikküste. Von hier sind es noch knapp 600 Kilometer bis nach Buenos Aires. Mit frischem Öl für Groot und Kaffee für uns machen wir uns bereit für die bevorstehende Fahrt. Wir haben die ersten 3 Stunden Fahrt für heute hinter uns. Es ist doch echt faszinierend, durch wie viel Nichts man fährt. Es ist sehr viel Ackerland, sehr viel Landwirtschaft, Tierhaltung und ja, 34 Grad schon. Es ist recht angenehm, im Schatten vor allem jetzt. Und wir fahren Gott sei Dank Richtung Norden, was heißt, wir haben auch in der Fahrerkabine vorne größtenteils Schatten. Also es ist aushaltbar. Machen jetzt hier aber einen Schatten im Päuschen, kleine Mittagspause, Pause für Peps. Und dann danach soll es in dem Ort auch Eiscreme geben. Darauf spekuliere ich so ein bisschen und dann fahren wir die zweite Etappe für heute.
Kaum setzen wir uns raus zum Essen, kommt hier voll der Megasturm. Hört auch gar nicht mehr auf. Naja, bon Appetit. Schöne kurze Pause, weiter geht's. Der Tank ist auch schon wieder leer. Wir bleiben jetzt hier drin stecken. Guten Morgen, ihr könnt es auch überhaupt nicht glauben, aber wir sind mittlerweile schon am Stadtrand von Buenos Aires angekommen. Wir sind gestern noch richtig lange gefahren, haben hier noch an der Tankstelle geduscht und sind hier irgendwie einfach nur so einem Feldweg gefolgt und haben hier übernachtet. Wir haben gerade schon eine Liste geschrieben, was wir alles noch erledigen müssen, solange wir hier sind. Und es sind tatsächlich die letzten Tage im Van angebrochen. Es fühlt sich absolut surreal und absurd an. Nichtsdestotrotz können wir überhaupt nicht drüber nachdenken oder realisieren, sondern wir müssen echt die To-Do-Liste abarbeiten, damit ja, wir rechtzeitig und halbwegs entspannt den Van zum Container bringen können. Seit wir im Großraum Buenos Aires sind, fahren wir auch seit Ewigkeiten mal wieder auf einer Autobahn beziehungsweise auf einer zweispurigen Fahrbahn, was wir auch gefühlt seit, keine Ahnung, Monaten nicht mehr gefahren sind. Großstadtverkehr ist auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Basti ist Gott sei Dank relativ entspannt, aber bei mir geht da ziemlich schnell der Puls, wenn die Straßen eng werden und die Autodichte sich verhundertfacht so gefühlt.
Das hat schon mal gut geklappt. Die erste Lavanderia, die wir uns eigentlich ausgesucht hatten, die hatte zu, aber das ging jetzt richtig gut und richtig schnell, die waren richtig nett. Und ein gutes Zeichen ist immer, wenn es aus der Lavanderia raus gut riecht. Klamotten sind abgegeben. Jetzt holen wir uns noch eine Kleinigkeit beim Supermarkt und dann haben wir uns einen Platz ausgesucht, wo wir die anderen Checkhaken auf unserer Liste abhaken müssen. Eins steht auf jeden Fall fest, der Planet brennt. Deshalb brauchen wir ein paar gute Getränke, die eisgekühlt uns den Alltag ein bisschen versüßen. Es war ein sehr kleiner Supermarkt mit mit einer kleinen Auswahl, aber wir haben das bekommen, was wir brauchen. Ich habe so kleine Croissants gekauft. Und wie warm ist es so? Da alle Sachen in der Wäsche sind, bin ich jetzt auch blau. Scheinbar sind unsere Waschklamotten blau. Blue. Ich sehe nicht so viel. Ja, das ist Lifesaver heutzutage. Hitze, komm rein. Jetzt ist es warm. Schieb's nach hinten. Ein halber Tag ist schon um und ich kann es nicht glauben, dass wir nur einen halben Haken quasi setzen können an dem Punkt Wäsche. Wir konnten nämlich nicht Wasser tanken, was wir hier eigentlich machen wollten. Wir haben zwar noch ein bisschen Wasser und mit dem bisschen Wasser arbeiten wir jetzt trotzdem, weil hier ist einfach der perfekte Spot. Wir stehen im Schatten, hier ist kein Verkehr, wir können uns hier ein bisschen ausbreiten. Und zwei Sachen, die heute unbedingt von der Checkliste müssen, sind Abfluss reinigen und Kühlschrank reinigen. Damit wir, wenn der Van im Container ist, keine Geruchsbildung hier drin haben. Wir werden den Van zwar noch 1-2 Tage benutzen und auch die Spüle und so, aber alles nichts mehr Dramatisches. Wir kochen nicht mehr groß. Deswegen säubern wir das jetzt einmal aus und dann hoffen wir, dass der Van nicht wie so eine kleine Muffbude zurückkommt. Gonna be disgusting. Oh yeah. Nicht optimal, aber besser als nichts. Als hätte uns einer einen Ausfluss gekotzt. Oh, es ist eklig. Ich kotze gleich. Vanlife, Baby. Das Ekligste, was ich je gemacht habe.
Eins ist sauber. Spannend wird's mit dem Rohr. Das war das ekligste, was ich seit langem mal wieder gemacht habe. Aber weil es so eklig war, dringend nötig. Ich habe das Krebs jetzt sauber gekriegt. Jetzt machen wir nochmal irgendwie mit Natron und Essig und so. Schießen wir die Rohre entlang. Und dann stinkt es hoffentlich nicht. Immerhin einhaken. Hier mache ich schon mal einen halben, ist motiviert. Okay, next Kühlschrank. Es ist so warm. Den Kühlschrank, den machen wir jetzt noch nicht aus und den tauen wir auch noch nicht komplett ab, aber wir machen ihn so weit sauber, damit man, weil wir ihn jetzt einfach noch ein bisschen benutzen, aber sobald wir ihn ausstellen, dass man dann einfach nur noch ausmachen, abtauen und nicht mehr groß reinigen muss. Und wenn ich das mache, räumt Basti hinten aus und wir gehen mal durch, ob wir irgendwas schon im Gepäck mit nach Hause nehmen oder ob alles, was hinten drin ist, generell einfach mit dem Van zurückkommt. Garage ist aufgeräumt. Tatsächlich brauchen wir eigentlich nichts, was da hinten drin ist, auch schon vorher zu Hause, bevor der Van ankommt. Aber Aperol gibt es auch in Deutschland, oder? Aperol gibt es auch in Deutschland. Das können wir jetzt gleich eins trinken. Ja, deutlich mehr Platz da Schönes hinten drin. Bierle und ein Aperolchen. Gute Mischung. Aber erstmal, denn es gibt nichts Besseres, als Haken zu setzen hinter To-Do-Listen. Kühlschrank, check. Heckgarage, check. Nice. Haben wir noch irgendwas? Max Tracks, glaube ich, machen wir am Ende. Aber die Tasche von oben kannst du noch runterholen. Die möchte ich gerne noch sauber machen. Das To-Do machen wir noch. Das To-Do machen wir noch. Dieses Tier. Das ist nicht alles Knusprig. Ja. Nur falls ihr euch fragt, was Peppi so macht. Ist gar nicht mehr so viel drin. Wir dürfen ja mit
Handgepäck und aber auch mit Check-in, wie nennt es, Aufgabegepäck reisen. Und wir haben diese große Tasche auf dem Dach und das ist einfach einer unserer Koffer. Finde ich gar keine so eine schlechte Idee, außer dass es eine Tasche ist, die man tragen muss. Ja. Die Tasche habe ich jetzt nicht komplett 1A sauber gemacht, aber den gröbsten Schmutz, der gröbste Schmutz ist weg. Den Rest machen wir dann im Airbnb. Und jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und einen kleinen Haken können wir auch noch dran packen. Die Temperaturen kühlen runter und wir kriegen so langsam ein bisschen Hunger. Deswegen mache ich hier draußen jetzt was zum Essen, damit es den Van nicht wieder so aufwärmt. Und ein paar Checkpunkte auf unserer To-Do-Liste können wir noch am Laptop abarbeiten. Und morgen haben wir dann nochmal nicht einen anstrengenden Tag, aber schon irgendwie auch anstrengend, weil wir auf die Suche gehen müssen. Weil wir wollen unser Roof Rack loswerden. Das wollen wir nicht mit nach Hause nehmen. Das ist einfach viel, viel zu schwer für unseren Van. Das war jetzt mega gut für die Reise, die wir hier gemacht haben. Aber wir wissen weder, ob wir das in Deutschland zugelassen bekommen vom TÜV, dass wir das auf dem Dach haben dürfen. Und es ist einfach viel zu schwer. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass jetzt hier, keine Ahnung, entweder auf dem Schrottplatz oder bei einem Schweißer, der die Stangen vielleicht wiederverwenden kann oder vielleicht auch irgendjemand anderes das hier für ein Fiat Ducato benutzen möchte, das irgendwie loszubekommen. Deswegen werden wir wahrscheinlich einiges durch die Gegend fahren. Es bleibt spannend, ob wir das loswerden. Wir müssen. Das ging auch voll in die Hose hier, ey. Willkommen im Großstadtverkehr von Buenos Aires. Wir haben uns eigentlich, ja, nicht super früh, aber recht früh auf den Weg gemacht, sind trotzdem in den Verkehr gekommen, in den Morgenverkehr
Aber jetzt hat es sich so langsam ein bisschen aufgeteilt. Wir vermuten auch, weil wir über die Mautstraßen gefahren sind und die sehr teuer sind hier. Deswegen haben wir jetzt auch Mautstraßenfahren ausgemacht und fahren da drum herum und sind jetzt auf dem Weg zum ersten Altwarenhändler, heißt das. Glaube ich. Der vor uns hier an der Ampel, der hat wohl dasselbe Ziel wie wir. Auf jeden Fall eine Ladung Schrott. Wobei uns das ja eher nicht so Schrott ist. Nee. Die Anlaufstelle Nummer 1, die war erstmal nix. Die wollen das nicht haben. Also müssen wir mal nach einer anderen Möglichkeit gucken. Ich glaube eher, die haben nicht verstanden, was wir wollen. Wir scheinen auf jeden Fall in der richtigen Straße gewesen zu sein. Wir sind nämlich jetzt einfach mal ein bisschen die Straße weiter runtergefahren und hier kommen jetzt ganz viele so Händler, die angeschrieben haben, dass sie halt Stahl, Eisen, Kupfer und so Kram abkaufen. Und Basti spricht jetzt hier gerade schon mit jemandem. Mal gucken, was da rauskommt. 90 pro Kilo. Da kommt nicht viel bei raus, aber du wolltest ein bisschen was dafür. ja, wir gehen ein bisschen aus. 500 € für bezahlt und 4 € kriege ich zurück. Hast du jetzt gerade schon gesagt, es fühlt sich richtig falsch an. Aber es muss gemacht werden und jetzt müssen erstmal die Sachen vom Roof Rack runter und dann kommt quasi das Roof Rack ab. Wie schwer sind die so? Oh, ich kann das nicht halten. So verflucht heiß. Halleluja. Ich habe die Schrauben hier unten gelöst. Basti löst sie oben. Mann, es ist traurig. Nicht nur, dass das Roof Rack weg ist, irgendwie, was uns durch die ganze Reise begleitet hat, cool aussah. Für ein Roof Rack, für was wir 500 € bezahlt haben, haben wir jetzt 3,50 € zurückgekriegt. Oh Mann, ey. Das ist schon ein bisschen traurig, aber erledigt. Und Svenny darf ein Häkchen machen. Wir konnten euch auch leider absolut überhaupt nicht mitnehmen, wie das Roof Rack vom Dach kam. Weil hier so viel los ist. Wir konnten nirgendwo die Kamera aufstellen, dass sie keine Sekunde im Weg ist und es musste super schnell gehen. Basti musste mit anpacken, ich musste mit anpacken, keine Hände frei, um irgendeine Kamera in die Hand zu nehmen. Deswegen ja, es ist schon vom Dach. 3,50 €, das bezahlt nicht mal den doppelten Preis, den wir zahlen mussten für Mautgebühren. Ja. Achso, ja, für die Mautgebühren, weil ich vorhin gesagt habe, es ist nur teuer. Wir haben 10 € bezahlt. Also plus, eigentlich 12 € plus die Maut davor.
weil es gibt hier den Telepass, heißt der, also wahrscheinlich, dass man sich online registriert. Ich weiß gar nicht, ob das für uns möglich ist überhaupt, aber wir hatten ihn auf jeden Fall nicht. Und wenn man den nicht hat, muss man die doppelte Gebühren bezahlen. Also statt 5 Euro 10 Euro. Was man aber erst da weiß. Ja. Gut. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall in den Container. Das Roof Rack, was wir in Deutschland sowieso wahrscheinlich nicht verwenden konnten, haben wir jetzt schon weg. Basti geht das ein bisschen mehr nah als mir. Ich bin einfach nur froh, dass ich den Haken setzen kann. Erledigt, liebe Leute. Jetzt fehlt noch eine Flugbox für Peps, weil es hier drin noch nicht voll genug ist. Achso, und wir wissen jetzt mal, was das Roof Rack gewogen hat. 42,5 Kilo. Das war auf der einen Seite irgendwie nicht so richtig auf der Waage. Ich vermute, das waren noch mal so ein paar Kilo mehr, aber war ganz schön heavy. Wir sind schon wieder zurück im Auto. Basti hat auch schon das Auto gestartet. Wir waren nämlich leider nicht erfolgreich. Wir haben zwar diese große XL Transportbox, aber leider ist die zu klein für Peppy. Glauben wir. Ja, das wissen wir. Also sie kann in der Länge nicht drin stehen und wir haben jetzt schon gehört, dass sie, also es ist auch richtig so, der Flug geht 14 Stunden lang und da muss sie Platz einfach haben in ihrer Box. Leider ist hier in Argentinien, sind die Flugtransportboxen so ultra teuer. Wir waren bei einer Tierhandlung in einem Pet Shop, wo Basti nachgefragt hat, und eine große Box, wo Peppy reinpassen würde, würde einfach 700.000, also mehr als 700.000 kosten, was zwischen 700 und 800 Euro wäre. Und das ist einfach Hey, für so eine ist Box. ein Vermögen für so eine Box. Wir haben 130 in Deutschland bezahlt. Und hier soll die 740 kosten. Und hier, das war der einzige Laden, das ist hier ein Baumarkt. Und hier hätte die 230.000 gekostet, 230 Euro, was noch okay ist. Aber die größte Box, die sie eben haben, ist zu klein für Peps. Und das fuckt richtig ab, das nervt richtig hart. Es ist so. Man muss es einfach mal sagen. Solche Sachen nerven einfach. Warum ist es hier so teuer? Ja, also nicht nur teuer, abnormal teuer. Ja, sondern das kann ja keiner bezahlen. Nee. Naja, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall irgendeine Lösung einfallen lassen. Wir haben schon in jeglichen Gruppen nachgefragt, aber es scheint hier einfach so zu sein, dass die hier so teuer sind. Jetzt fahren wir erstmal weiter, holen unsere Wäsche ab, suchen uns ein Plätzchen, wo wir im Schatten stehen können, und dann suchen wir nach Lösungen. Und Futter, aber muss man ja sogar dran denken, seine lange Unterwäsche mitzunehmen. Ich meinte auch die kurze Hose.
Wie fühlt sich's denn an, Svenny? Das ist Packen für zu Hause. Surreal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie haben wir es wieder zurück in unseren schattigen Spot geschafft. Es war totales Chaos. Es war so heiß. Irgendwie haben wir es geschafft, den Dachträger wegzupacken. Wir haben nach Peppis Box gesucht. Leider war die wir gefunden haben, zu klein. Und danach haben wir irgendwie noch Wasser gesucht, haben bei McDonald's auf dem Parkplatz irgendwo einen Wasserhahn gefunden, wo wir Wasser auftanken konnten. Da ist teilweise auch der Teer auf dem Boden einfach geschmolzen, weil es so heiß war. Und der Van ist auch einfach immer noch ultra warm. Wir haben jetzt 8 Uhr abends und immer noch 34 Grad im Van. Wir haben vorhin hinten am Van noch geduscht, essen jetzt eine Runde was und dann hoffen wir einfach, dass es schnell runterkühlt. Es ist kein Spaß. Es sind wirklich richtige Flashbacks nach Kolumbien, ey. Oder? Absolut. Vor allem nach der Arbeit auf dem Dach. Boah, das war echt... ja. Ach so, ja, und die Kamera ist überhitzt, sprich wir konnten auch nicht filmen. Am nächsten Morgen muss als letztes noch die Heckbox abgenommen werden. Zu zweit eigentlich kein Problem und nach ein wenig Geruckel, die letzten Jahre haben doch ihre Spuren hinterlassen, können wir sie auch problemlos von der Halterung nehmen. Ein komisches Gefühl, Groot so nackig zu sehen, ohne Roofrack und ohne Heckbox. Hinten in der Garage verstaut ist sie niemandem im Weg und kann sicher transportiert werden. I'll push you back towards Atlantis Heat. They're going down for love and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go I'll be. You're never lost among the crowd with me. It's a furthest sun, the gun done for love. It's a pulse and shove. Heute ziehen wir aus, beziehungsweise vorerst nur Pepper und ich. Wir machen uns auf in die Großstadt Buenos Aires. Die kommenden Wochen werden wir hier eine Unterkunft beziehen, um die restliche Verschiffung vorzubereiten und alle nötigen Papiere für Pepper für den Flug zu organisieren. Wir freuen uns auf die klimatisierte Wohnung und dass wir dem Stadttrubel in der Wohnung etwas entkommen können. Es ist doch verrückt, wie ausgeliefert man der Umgebung im Van immer ist. Mulmig zumute ist uns trotzdem. Der Van ist unser Zuhause und jetzt kommt er bald in einen Container, der einen langen Weg vor sich haben wird. Warum vorerst nur Pepper und ich in die Unterkunft einziehen, erklären wir euch in der nächsten Woche. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal und liked das Video. Wie immer freuen wir uns über das Support-Herz in den Kommentaren und das Emoji der Woche ist eine sehr, sehr warme Sonne. Wir sehen uns kommende Woche. Danke, Ende.